Herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr das erste Kapitel auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad unmöglich möglichst einfach durchstehen könnt. Unter anderem schaffen wir das dadurch, indem ich euch für das jeweilige Kapitel immer individuelle Tipps und Tricks zeige. Zum einen kann das Laufwege beinhalten, wodurch ihr dann verschiedenen Gegnern aus dem Weg gehen könnt. Des Weiteren zeige ich euch auch immer wieder Möglichkeiten, wodurch ihr die Umgebung möglichst sinnvoll gegen die Gegner einsetzen könnt. Und den vielleicht wirklich sinnvollsten Tipp überhaupt habe ich euch noch gar nicht verraten. Ich werde euch in diesen Walkthroughs immer die Knotenpunkte und andere Schema oder andere Waffenspots zeigen, die wir dann natürlich sinnvoll einsetzen werden, um es gegen die Gegner einfacher zu haben. Und hier habe ich mir gedacht, dass ich euch gleich mal direkt zeige, dass wir uns auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad befinden. Ich habe jetzt einfach mal hier ein bisschen schlecht in Anführungszeichen geschossen. Der Gegner, wie ihr ja gerade sehen könnt, hält extrem viel aus, wenn wir nicht gezielt die Körperteile und Gliedmaßen abtrennen. Deswegen werde ich euch jetzt gleich im restlichen Videoverlauf zeigen, wie man die Gegner möglichst sinnvoll ausschaltet. Eine kleine Zwischeninfo habe ich noch für euch. Generell würde ich euch immer dazu raten, dass ihr bei jeder Speicherstation, die ihr auffindet, immer sofort und direkt abspeichert. Zum einen hat das natürlich den Vorteil, dass ihr das Spiel nicht komplett neu starten müsst, sollte euer Spiel einfrieren. Der aber noch viel größere Vorteil für euch ist natürlich, dass dadurch Fehler rückgängig gemacht werden können. Denn hierbei gibt es Folgendes zu wissen. Solltet ihr, ich sage jetzt mal, das Spiel gespeichert haben und anschließend ins nächste Gebiet vorrücken und jetzt dann kurz vorm Tod stehen oder, ich sage jetzt mal, viel zu viel Muni verballert haben, ist es überhaupt nicht schlimm. In dem Fall verlasst ihr einfach das Spiel bzw. geht einfach ins Hauptmenü zurück und danach geht ihr wieder in den letzten Spielstand rein und könnt dann erneut von dem letzten Speicherpunkt aus loslegen. Eine letzte Info habe ich aber noch für euch. Ich lasse das Spiel jetzt erstmal so kommentarlos weiterlaufen. Sobald es aber wirklich was Wichtiges oder Interessantes zu wissen gibt, werde ich mich natürlich dazu schalten und euch die verschiedenen Tipps und Tricks zeigen und natürlich auch erklären. Mach dir nicht die Mühe, auf den Kopf zu zielen. Das hält sie nicht mal auf. Okay. Es geht nur, wenn du sie zerhackst. Ihre Arme, ihre Beine. Bringt sie das denn um? Oder kann sie sich dann nur nicht mehr bewegen? Nachricht abgerufen. Benson an Maschinen. Reparatursysteme online. Ladesystem reinitialisiert. Fehlfunktion des automatischen Laders. Bitte wenden Sie sich an einen Reparaturtechniker. Zu dieser Stelle gibt es Folgendes zu sagen: Sobald ihr die erste Kralle ausfahrt, wird direkt dadurch im Anschluss ein Gegner hinter euch spawnen. Den nächsten Tipp, den ich euch mitgeben würde, ist, dass ihr die Stase in diesem Gebiet jederzeit nutzt. Und das liegt an folgender Gebietseigenschaft. Das Tolle an diesem Gebiet ist natürlich, dass wir jederzeit die Stase auffüllen können und deswegen sollten wir diese auch reichlich nutzen. Nachdem ihr dann die erste Kralle ausgefahren habt und natürlich auch den Gegner dann besiegt habt, würde ich euch dazu raten, dass ihr in dem Gebiet ein bisschen hin und her lauft, um den nächsten Gegner zu triggern. Und das hat folgenden Grund. Wenn ihr dann die zweite Kralle ausfahrt und diese fixiert, kommen dann alle Gegner zeitgleich und auf diese Weise kommen dann nicht mehr so viele Gegner auf einmal, da ihr ja bereits ein paar davor besiegt habt. Yeah.
Ein weiterer kleiner Tipp, den ich euch noch mitgeben würde, ist, dass ihr jeden Gegner zertretet. Dadurch bekommt ihr dann auch wieder Munition oder Geld. Solltet ihr den Gegner sogar bei lebendigem Leibe zertreten, ist das sogar noch besser, da ihr auf diese Weise natürlich noch zusätzlich Munition einspart. Bei dieser Gegnersorte, wenn ihr die Beine denen weggeschossen habt, ist es zu empfehlen, dass ihr die Gegner von hinten zertretet, da sie euch von dort aus mit den Armen nicht mehr erwischen können. Monorail-Ersetzung abgeschlossen. Geschafft. Der Waggon hat das ganze System blockiert. Eins ist erledigt. Und deine Datenplatine war auch durchgebrannt? Laut Inventar gibt es eine Ersatzplatine im Wartungssektor. Ohne können wir die Monorail nicht betreiben.
Sobald ihr dann an dieser Stelle angekommen seid, gibt es folgende 2 Dinge zu beachten. Zum einen kann es unterschiedlich sein, wie viele Gegner an welcher Stelle rauskommen, und zum anderen würde ich euch definitiv dazu raten, dass ihr auf diese explosiven Behälter schießt, um die Gegner dadurch sehr einfach ausschalten zu können. Und was zusätzlich noch sehr genial an dieser Sache ist natürlich, dass wir immer nur pro Kill einen einzigen Schuss benötigen.
nicht mehr lange bleiben. Ich höre, wie sich etwas bewegt. Moment, ich habe die Platine. Ich komme zurück zur Monorail-Steuerung. Daniel, mach dich bereit. Nachdem ihr dann die Platine habt und auf dem Rückweg seid, würde ich euch empfehlen, dass ihr vor der Tür den Gegner ausschaltet. Ich habe da versucht vorbeizulaufen, ist nicht die beste Wahl, deswegen schaltet diesen sofort aus und dann habt ihr auch keinen Stress damit. Platine reinstalliert. Systemneustart abgeschlossen. Wartung abgeschlossen. Monorail wird angefordert. Der nächste Laufweg, den ich jetzt gleich gehen werde, ist ein freiwilliger, da ich nochmal ganz kurz die Straße komplett auflade. Sollte eure Straße noch voll sein oder ihr sie einfach nicht benötigen, könnt ihr natürlich diesen Teil überspringen. Generell habe ich bei jedem Speicherpunkt ein separates Kapitel in der Timeline angelegt. Zu dieser Stelle gibt es Folgendes zu sagen, das ist immer gleich, sobald ihr dann die Tür aufmacht, wird der Gegner in den Schacht springen und anschließend in dem Raum, wo wir uns ja gerade befinden, auftauchen.
Isaac, wir sind auf der Brücke, aber hier sind keine Überlebenden. Wer ist versucht, Kraftwerk zu bleiben? Aber für den Rest brauchen wir einen Experten. Los! Isaac, was ist denn da unten los? Wir haben Johnson verloren. Und die Carrion auch. Der Singularitätskern ist überlastet. Decalion war unser einziger Ausweg. Wir sind gefangen. Nein. Ich verliere nicht 2 meiner Leute ganz umsonst. Kann uns der Hauptrechner helfen? Kein Stück. Die Primärsysteme sind gesperrt. Mit den Codes des Captains. Suchen wir Captain Matthias. Track seinen Rig. Okay. Scheiße.
Und sobald ihr dann hier angekommen seid, habt ihr auch schon das erste Kapitel geschafft. Das Video für das nächste Kapitel könnt ihr jetzt unten rechts im Video anwählen. In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!